Willkommen zu diesem Erklärer. Schauen Sie, ein Baby in Deutschland zu bekommen, bedeutet, sich in einem erstklassigen Gesundheitssystem zurechtzufinden. Es bedeutet aber auch, sich dem legendären Labyrinth der deutschen Bürokratie zu stellen. Deshalb nehmen wir heute dieses Labyrinth und verwandeln es in eine klare, kraftvolle Roadmap. Das wird Sie bei jedem Schritt des Weges begleiten. Lasst uns einfach loslegen. Wenn man jetzt ein Kind im Ausland erwartet, kann es sich auf jeden Fall etwas überwältigend anfühlen. Aber hier ist die Sache. Der Arbeitnehmerschutz, die finanziellen Vorteile und das Niveau der medizinischen Versorgung in Deutschland sind einfach unglaublich. Man muss nur genau wissen, wie man sie entsperrt. Hier ist unsere Roadmap für heute. Wir behandeln das erste Trimester und Hebammen, Versicherungsrealitäten, Vorbereitung auf die Geburt, Bürokratie nach der Geburt und schließlich Kindergeld und finanzielle Leistungen. Abschnitt 1, das erste Trimester und Hebammen. Schnelligkeit ist also schon früh das A und O. Zwischen der 4. und 8. Woche müssen Sie Ihren Gynäkologen hinzuziehen. Und fange an, eine Hebamme zu finden. In der 8. Woche stehen Sie vor Ihrer ersten offiziellen Untersuchung. Dann, ungefähr in der 12. Woche, ist es an der Zeit, Ihren Arbeitgeber und Ihre Krankenversicherung offiziell zu informieren. Warum? Denn genau das aktiviert Ihren gesetzlichen Mutterschutz. Und die Betreuung, die man hier erhält, ist wirklich fantastisch. Als werdende Mutter haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf 10 bis 12 vollumfängliche Vorsorgeuntersuchungen vor der Geburt. Diese finden zunächst alle 4 Wochen statt und werden nach der 32. Woche alle 2 Wochen wiederholt. Wir sprechen über Blut- und Urintests, Blutdrucküberwachung und 3 Standard-Ultraschalluntersuchungen. Alles vollständig von Ihrer Versicherung abgedeckt. Sie zahlen keinen Cent für das Nötigste. Jetzt bei einem dieser frühen Besuche, normalerweise direkt nach dem ersten Trimester. Ihnen wird etwas äußerst Wichtiges überreicht, der Mutterpass. Sie werden schnell merken, dass dieses kleine physische Büchlein Ihr ultimatives Hilfsmittel zum Überleben in der Schwangerschaft ist. Es zeichnet buchstäblich jedes einzelne medizinische Detail Ihrer Schwangerschaft auf. Es wird dringend empfohlen, es überall hin mitzunehmen. Es ist wie Ihre goldene Eintrittskarte, um sicherzustellen, dass jeder Arzt oder jedes Krankenhaus sofort Bescheid weiß. Ihre vollständige Krankengeschichte, falls ein Notfall auftritt. Okay, als nächstes brauchst du ein Hebamme. Das ist das deutsche Wort für Hebamme. Und ich kann die Dringlichkeit hier wirklich nicht genug betonen. Aufgrund der gravierenden Engpässe im ganzen Land. Sie müssen mit der Suche nach Ihrem Hebamme beginnen, im Grunde in dem Moment, in dem Sie erfahren, dass Sie schwanger sind. Sie sind unglaublich schnell ausgebucht. Ein toller Tipp ist, Plattformen wie Hamily zu nutzen, um nach englischsprachigen Hebammen zu filtern. Sie kommen tatsächlich zu Ihnen nach Hause, um eine spezielle Prä- und postnatale Betreuung zu leisten. Das ist ein absoluter Lebensretter. Weiter geht es mit Abschnitt 2, Versicherungsrealitäten. Also gut, reden wir über Geld. Denn es gibt einen massiven finanziellen Schock, mit dem viele gut verdienende Expats hier konfrontiert sind. Wenn Sie Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung oder der gesetzlichen Krankenversicherung sind, während der Elternzeit ist Ihr Versicherungsschutz komplett beitragsfrei, was erstaunlich ist, oder? Aber wenn Sie privat krankenversichert sind, Ihr Arbeitgeber stellt die Subventionierung Ihrer Prämie ein, wenn Sie in den Urlaub gehen. Das bedeutet, dass Sie plötzlich für die gesamte Monatsrechnung aufkommen müssen. Das kann leicht Hunderte von Euro aus eigener Tasche kosten. Genau in dem Moment, in dem Ihr Einkommen sinkt. Es ist ein großer Fang, den man einplanen muss. Und um die Privatversicherungssituation noch schwieriger zu machen, es gibt ein wichtiges Update. Ab April 24, wenn Sie und Ihr Partner zusammen ein steuerpflichtiges Einkommen von mehr als 175.000 Euro im Jahr erzielen, Sie keinen Anspruch mehr auf das staatliche Elterngeld haben, welches als Elterngeld bekannt ist. Und hier ist der wahre Clou, denn einige Prämienentlastungsprogramme für Privatversicherungen sind direkt daran gebunden, um diese Zulage zu erhalten. Sie könnten tatsächlich Ihr Staatsgeld und Ihre privaten Versicherungsrate verlieren. Genau zur gleichen Zeit. Rechnen Sie also unbedingt mit diesen Zahlen. Abschnitt 3, Vorbereitung auf die Geburt.
wenn Sie also in das dritte Trimester übergehen, etwa Woche 33 bis 36. Sie sollten sich vorab bei Ihrem Wunschkrankenhaus anmelden. Sie bereiten sich darauf vor, das Kristall zu betreten. Das ist das deutsche Wort für die Geburts- und Entbindungsstation. Durch die Vorregistrierung erhalten Sie alle Ihre medizinischen Daten und Geburtspräferenzen werden im Voraus geklärt. Anvertraue mir. Die Erleichterung, diesen bürokratischen Papierkram frühzeitig zu erledigen, ist enorm. Sie möchten auf keinen Fall Formulare ausfüllen, während Sie Wehen haben. Wenn Sie jetzt endlich Ihre Tasche für den Kristall packen, vergessen Sie die riesigen, überfüllten Koffer, die Influencer in den sozialen Medien packen. Die deutsche Krankenhaustasche ist erfreulich minimalistisch. Warum? Nun, die Krankenhäuser hier stellen fast alle Hygieneartikel zur Verfügung, die Sie benötigen, wie Wochenbetteinlagen und Netzunterwäsche, plus alle Windeln und Kleidung, die Ihr Baby während Ihres Aufenthalts tragen kann. Sie brauchen im wahrsten Sinne des Wortes nur Ihre Dokumente, ein großes, bequemes Hemd, ein paar warme Socken, ein Outfit für die Heimfahrt des Babys. Und hier ist ein Profi-Tipp für Sie. Ein Strohhalm. Es erleichtert das Trinken von Wasser im Liegen während der Wehen erheblich. Während es in Deutschland durchaus heimische Vögel und spezialisierte Geburtsstationen gibt, sie sind eigentlich ziemlich selten. Die überwiegende Mehrheit der werdenden Eltern, etwa 95%, Entbindung in einer normalen Entbindungsstation eines Krankenhauses. Für Expat- und Militärfamilien in Gegenden wie Stuttgart. Einrichtungen wie das Klinikum in Billingen sind stark ausgelastet und sie sind sehr daran gewohnt, mit internationalen Eltern zu arbeiten. Das kann ein großer Trost sein, okay? Schneller Vorlauf. Das Baby ist da, aber Sie werden schnell feststellen, dass es sich um die berühmte deutsche Bürokratie handelt. Setzt sich sogar darüber durch, wie Sie Ihr Kind legal nennen dürfen. Ja, die Namensgesetze sind hier bemerkenswert streng. Der Name muss als tatsächlicher Vorname erkennbar sein. Es kann absolut nicht beleidigend sein. Sie sind auf maximal 5 Vornamen beschränkt. Und entscheidend ist, dass ein Kind nur einen einzigen Nachnamen erben kann. Doppelte Nachnamen mit Bindestrich für Neugeborene, nach deutschem Recht strengstens verboten. Ich weiß, es klingt wild. Das örtliche Standesamt bzw. Stundenamt fungiert im wahrsten Sinne des Wortes als Gatekeeper. Sie haben Namen wie Superman, Gucci und McDonald in der Vergangenheit. Aber für uns Expats gibt es ein Schlupfloch. Ausländische Eltern können in der Regel einen Antrag auf Namenswahl stellen, basierend auf den Namensgesetzen ihres Heimatlandes. Dadurch können sie diese strengen deutschen Regeln umgehen, wenn sie sagen, dass sie diesen Nachnamen mit Bindestrich wirklich wollen. Abschnitt 4. Bürokratie nach der Geburt. Der Papierkram hört nach der Lieferung nicht auf. Noch bevor das Baby da ist, tun Sie sich selbst einen Gefallen und lassen Sie sich im Ausland geboren und Heiratsurkunden offiziell übersetzt. Sobald das Baby geboren ist das Zeitfenster zum Handeln unglaublich eng. Sie müssen sich beim Stundenamt anmelden, sich für einen Betreuungsplatz oder eine Kita bewerben, was man manchmal buchstäblich ein Jahr im Voraus tun muss, und vereinbaren Sie obligatorische pädiatrische Untersuchungen. Bekannt als UUUASU-Kung-In. Es ist auf jeden Fall ein Sprint. Abschnitt 5. Kindergarten und finanzielle Leistungen. Nun zu den guten Nachrichten. Deutschland hat kürzlich seine finanzielle Unterstützung für Eltern gestraft, während die Zahlungen für Kindergeld früher unterschiedlich aus, je nachdem, wie viele Kinder du bereits hattest. Die Regierung hat das gesamte System im Jahr 2023 umgestellt zu einem pauschalen, gut vorhersehbaren Preis. In genau diesem Tarif 250 €. Das ist die monatliche Zahlung, die Sie erhalten von der deutschen Regierung für jedes einzelne Kind, das Sie haben. Und das Beste daran ist, dass es völlig egal ist, Ihres Einkommensniveaus. Egal, ob Sie ein Student mit Schwierigkeiten sind oder ein hochverdienender CEO. Der Staat zahlt diese 250 € monatlich pro Kind aus, um zur Deckung der Grundbedürfnisse beizutragen. Um dieses Geld tatsächlich einzufordern, Sie müssen Ihre Bewerbung einreichen. Innerhalb von 6 Monaten nach der Geburt Ihres Kindes. Sie müssen die brandneue Geburtsurkunde des Kindes vorlegen. Ihre Reisepässe, Nachweis Ihrer Aufenthaltserlaubnis. Wenn Sie ein Expat sind und die neu ausgestellte Steuer-ID-Nummer des Kindes.
Sie können diese Unterlagen online oder persönlich einreichen und innerhalb weniger Monate diese 250 Euro. Beginn einfach mit der direkten Einzahlung auf Ihr Bankkonto. Machen wir also einen Schritt zurück und reflektieren diese ganze Reise. Schauen Sie, ja, der Papierkram ist dicht. Die Zeitpläne sind unglaublich streng. Und die schiere Direktheit des Systems kann definitiv ein kleiner Kulturschock sein. Aber das Sicherheitsnetz, das hier bereitgestellt wird, ist unübertroffen. Zwischen praktisch kostenloser Gesundheitsversorgung, umfassendem Arbeitsplatzschutz und garantiertes monatliches Kindergeld. Die Unterstützungsstruktur für Familien ist wirklich erstklassig. Sie sind jetzt vollständig mit der Zeitleiste ausgestattet. Das Überlebensvokabular und die wesentlichen Checklisten, während einer Schwangerschaft in Deutschland absolut zu gedeihen. Alles, was übrig bleibt, ist der lustige Teil. Bereiten Sie sich auf Ihren Neuankömmling vor. Denken Sie nur daran, diese Namensgesetze noch einmal zu überprüfen. Mit dem Standesamt, bevor Sie sich endgültig dafür entscheiden, Ihren kleinen Superman zu nennen. Mit dieser Roadmap in der Hand, welcher Teil des deutschen Systems hat Sie am meisten überrascht? Vielen Dank, dass Sie sich uns bei dieser Erklärung und wir sehen uns beim nächsten Mal.